Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ich bin hier gerade mit der neuen Panasonic Lumix S1R2 unterwegs. Ich wollte für mich selber eigentlich so einen kleinen Test machen. Die Kamera hat ja einen neuen Stabilisierungsmodus, der Cropless E-Stabilisierungsmodus, der das Bild nicht croppen soll, aber dieses Wobbeln bei Weitwinkel verhindern soll. Und ich habe jetzt hier das 18 bis 40 mm Objektiv drauf. Ja, ich weiß, 3.700 € Kamera und dann so ein billiges Objektiv drauf. Mir ging es aber einfach darum, mal zu testen, wie das bei 18 mm aussieht. Und Lichtstärke brauchen wir heute sowieso nicht. Wir haben 27 Grad und es ist wirklich sehr warm. Ich bin mit der Kleinen unterwegs, die tut jetzt gerade ein bisschen schlafen und ich wollte eigentlich die Stabilisierung einfach mal kurz testen und ja, nehme euch damit. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Jetzt ist es so, aktuell filme ich bei 18 mm mit der normalen Stabilisierung, also nur den IBIS ohne irgendwelche elektronischen Verstärkungen. Und ich habe hier das Rode VideoMic Pro Plus noch oben drauf. Das bringt jetzt schon alles ein bisschen Gewicht mit sich. Vor allem vorhin war ich unterwegs mit dem Osmo Pocket 3. Da war das ein bisschen anders. Jetzt teste ich mal diese neue Stabilisierung. Die E-Stabilisierung Cropless ist aktiviert. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie das funktioniert. Da sollten ja die Ecken irgendwie, ich weiß nicht, anders stabilisiert werden. Vielleicht hat der Bildstabi auch weniger Auslenkung oder so. Wir sind bei 18 mm und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Bild aussieht. Ob man da wirklich einen Unterschied zu gerade eben erkennt, ob sich da was getan hat vom Wackeln. Schauen wir einfach mal. Das wäre für mich zumindest auch eine coole Lösung so fürs Vloggen. Ich filme jetzt auch gleich noch ein bisschen nach vorne beim Laufen und so weiter. Auch mal bei 40 mm, um zu schauen, was denn so für Auswirkungen dieser Modus hat. Weil so richtig konnte ich mir noch nicht was darunter vorstellen, wie das funktioniert. Morgen ist wieder ein Event, da ist Panasonic da. Da frage ich vielleicht mal nach, was da dahinter steckt. Schauen wir einfach mal. Ich filme jetzt mal hier so ein bisschen. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Alles, was ihr seht, beziehungsweise was ihr jetzt gerade gesehen habt, war aus der Hand gehalten. Und zwar mit einer Hand, also nicht zweihändig oder sowas, weil ich muss ja hier die Kleine noch schieben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so aussieht. Ja, und wie gesagt, das war ja nur ein kleiner Test. Es ist jetzt schon wieder vorbei und dann schaue ich mir das jetzt zu Hause mal an, wie das aussieht und werde mich wahrscheinlich noch mal melden. Ich habe mir das Footage jetzt gerade mal angeschaut und ich muss sagen, es ist eigentlich richtig gut stabilisiert. Der Wobble entfällt, so stelle ich mir das Ganze vor. Ein bisschen ist mir aufgefallen, dass ihr ganz im Eck oben so eine leichte Vignettierung habt. Ihr habt da eine Abschattung. Ich weiß nicht genau, ob da das Objektiv eine Rolle spielt. Ich habe ja das 18 bis 40 mm hier gerade drauf. Das ist eigentlich das Einzige, was mir da ein bisschen negativ aufgefallen ist. Ansonsten sieht es wirklich sehr gut aus. Deswegen filme ich jetzt hier im 6,4K Open Gate Format, um mal zu sehen, ob ich da auch diese Abschattung in den Ecken habe. Beim Open Gate, da wird ja der ganze Sensor ausgelesen und nachher wird reingekroppt. Das spricht natürlich gegen diesen Cropless-Modus, aber ich sag's mal so, wenn das Bild nachher dafür sehr gut stabilisiert ist und ich auch noch Möglichkeiten habe, da weiter reinzukroppen, beziehungsweise den Bildausschnitt eben so festzulegen, wie er mir passt, dann ist es mir das wert. Genauso wie der, ich nenne es mal, höhere Speicherverbrauch, weil das ist eben so, im Open Gate 6,4K, da werden schon ein paar Daten zusammengeschrieben. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Falls ihr euch wundert vom Ton her, ich habe jetzt hier das Rode VideoMic Go 2, glaube ich, heißt es auf der Kamera. Es dürfte also ein bisschen anders klingen. Es ist auch ein bisschen windig. Ich bin mal gespannt, ob es da einen Unterschied gibt. Ich will mir natürlich jetzt auch noch angucken, wie das Ganze so aussieht, wenn man in der Landschaft ein bisschen rumfilmt. Ob da mit dem Open Gate auch was geht, gerade von der Stabilisierung her. Schauen wir mal.
Es ist wieder ein sehr sonniger Tag, ihr seht, ich bin bei der Base ISO von 200 im V-Log und ich habe hier 15 Grad Verschlusswinkel. Also wir haben eine relativ kurze Verschlusszeit. Das ist natürlich hier der Sonne bedingt. Ich habe keinen ND-Filter auf der Kamera. Ich will das einfach direkt so mal testen. Und ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze so aussieht. Ich werde mir das am Rechner anschauen und mich dann hier wieder zurückmelden. Ich habe mir das Ganze jetzt gerade mal angeschaut, wie das im Open Gate aussieht. Und auch da sieht man in den Ecken noch so ein bisschen diesen leichten... Ja, diese leichte Vignettierung. Deswegen habe ich jetzt mal das Objektiv gewechselt. Ich bin jetzt auf dem 18 mm 1.8er Lumix Objektiv. Mal schauen, ob wir hier jetzt auch diese Abschattung sehen oder ob das vielleicht an dem 18 bis 40 mm liegt. Wie gesagt, das 18 mm jetzt hier an der Kamera. Ich bin wieder im Open Gate Format, habe also alle Ecken drauf. Müsste, glaube ich, das Open Gate Format sein. Und ja, schauen wir mal, ob wir hier die Abschattung jetzt vielleicht auch sehen. Ich bin bei 30p, wir haben 30 Grad Shutterangle mit einer Blende von 4. Es ist wieder ziemlich hell, ihr könnt sehen, das Rode VideoMic Go 2 ist wieder auf der Kamera. Und ich bin gespannt, wie jetzt die Ecken aussehen. Natürlich wieder im Cropless-Modus, ob sich da was getan hat. Das sehen wir ja dann. Ich schwenke jetzt auch noch mal vor, so ein bisschen aus der Hand und während dem Laufen. Ich bin hier wieder mit der Kleinen unterwegs und die ist schon am Pennen. Ich nehme mal ein bisschen den Verschlusswinkel zurück. Hier haben wir jetzt natürlich keinen Zoom. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Jetzt hier wieder mit mir im Bild. Und wir schauen einfach mal, ob wir da jetzt auch wieder die Abschattung sehen. Ich muss mal so, also ich sage es ehrlich, die Abschattungen an sich, die stören mich überhaupt gar nicht dafür, dass das Bild dann nachher sehr schön stabilisiert ist. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch der Fall. Ich werde jetzt aber gleich noch das 20 bis 60 mm Objektiv drauf machen, weil das mit seinen 20 mm sich natürlich auch sehr gut anbietet, um da aus der Hand, sag ich mal, sich selbst zu vloggen. 20 mm. Durch das, dass wir keinen Crop haben, dürften da auch noch relativ gut passen im Bildausschnitt. Und dann schauen wir mal, wie es da mit den Ecken so und der Stabilisierung so aussieht. Ich wechsle dann mal. Hier nun also die 20 mm vom 20 bis 60 mm Objektiv. Wir sind bei Blende 3,5. Das ist Offenblende bei dem Objektiv. Und hier bin ich jetzt natürlich auch gespannt, ob wir bei den 20 mm irgendwelche Abschattungen oder so in den Ecken sehen. Ich habe wieder das Open Gate Format 6,4K. Bin gespannt, wie das aussieht. Es geht natürlich auch darum, ich nehme mal die andere Hand, dass wir hier einfach eine Stabilisierung reinkriegen ohne diesen Wobble. Würde ich jetzt hier auch erwarten. Bei 6,4 bzw. beim Open Gate Format haben wir eben den Vorteil, wir könnten auch noch reinkroppen, aber ich benutze ja nicht den Cropless Mode, um reinzukroppen. Deswegen wäre es natürlich besser, wenn das hier direkt funktionieren würde. Sorry, wenn ich ein bisschen aus der Puste bin. Ich schiebe hier die Kleine immer noch durch die Gegend und das ist natürlich mit einer Hand immer ein bisschen anstrengend. Aber was tut man nicht so alles? Ich hoffe, die Belichtung passt soweit. Und ja, wir sind jetzt bei den 20 mm, wie gesagt. Und der Vorteil beim 20 bis 60 mm Objektiv wäre natürlich, man hat immer noch einen relativ großen Bildausschnitt, kann aber auch reinzoomen, wenn man mal was zeigen will. Das werde ich euch jetzt kurz zeigen. Ich bleibe natürlich hier im Modus, ich drehe die Kamera einfach nur mal und zoome hier so ein bisschen in die Berge. Alles aus der Hand und halt eben mit einer Hand und gerade hier die 60 mm, da kann man dann natürlich schon so ein bisschen hingehen, Details zeigen. Hätte also auch einen Vorteil. Ich filme mal hier in die andere Richtung, dass es hier von der Beleuchtung, von der Belichtung natürlich ein bisschen passt. Jetzt laufe ich hier mal ein bisschen. Wie gesagt, ich schiebe hier den Kinderwagen mit einer Hand. Ich filme also das Ganze alles nur aus einer Hand. Und soweit sieht es eigentlich recht gut aus. Aber ich werde das jetzt natürlich gleich nochmal am PC anschauen. Und dann können wir das weiter bewerten. Das waren jetzt also 20 mm am 20 bis 60 mm Objektiv.
So, ich habe mir das ganze Footage jetzt gerade mal angeschaut. Also beim 18 mm 1.8, da konnte ich jetzt gar keine Vignettierung in den Ecken oder sowas entdecken. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Das liegt also wohl schon am Objektiv so ein bisschen. Beim 20 bis 60 mm, da sah das auch richtig gut aus. Da habe ich das aber natürlich auch erwartet. Bei 20 mm habt ihr natürlich nicht den krassen Weitwinkel, dass da noch vielleicht irgendwas vignettieren könnte. Um jetzt hier mal zum Abschluss zu kommen. Also mein Fazit dazu, dieser Cropless E-Stabilization Modus, der bringt schon einen Vorteil. Also ihr habt da wirklich überhaupt gar kein Wobbeln mehr. Also ich konnte nichts feststellen. Und ja, beim 18 bis 40 mm so leicht vignettierende Ecken, was jetzt aber meiner Meinung nach auch nicht so störend war. Huch, hier ist ganz schön dunkel. Ich laufe mal wieder zurück. Und also insgesamt bin ich schon sehr überzeugt von dem Modus. Jetzt würde ich mir natürlich wünschen, dass der auch noch in die S5 Mark II und die S9 kommt, weil er schon wirklich Vorteile bringt. Und schauen wir einfach mal, was da noch so kommt. Ich habe hier jetzt nochmal das 18 mm 1.8 drauf im normalen 4K-Modus, um zu sehen, ob man hier vielleicht noch was in den Ecken sieht oder sowas. Ich erwarte das aber nicht, dass man da was sieht. Falls doch, werde ich mich hier gleich nochmal einblenden. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch den Modus mal so ein bisschen rüberbringen. Ihr seht, heute ist nicht so der schöne Tag jetzt. Es ist auch noch relativ kalt. Schauen wir mal. Ich will noch ein paar Videos drehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Die versuche ich dann zu beantworten und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.